Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kati und ich möchte dir heute zeigen, wie ich diese Libellen gehäkelt habe. Ich habe die ganze in einem Tuch bei mir mit eingebaut und von diesem Muster von dem Tuch habe ich schon gezeigt, wie ich das gehäkelt habe, und ich bin hingegangen und habe nach einer gewissen Zeit einfach von dem Muster in Stäbchen gewechselt. Und weil mir das halt ein bisschen zu kahl war, bin ich hingegangen und habe dann in diese Stäbchen die Libellen reingehäkelt. Und wie die Libelle gehäkelt wird oder wie ich sie gehäkelt habe, das wollte ich dir heute gerne einmal zeigen. Wie ich das hier am Tuch gemacht habe, das erkläre ich dann später. Zuerst würde ich sagen, zeige ich dir einfach mal in so einem kleinen Quadrat, wie ich die Libelle gehäkelt habe. Ja, ich habe hier schon ein bisschen Wolle, ein wenig schon abgerollt, also es ist ein ganz normaler Resteknäuel bei mir. Ich habe das ein bisschen schon mal runtergewickelt, sozusagen. Jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen. Und ja, einmal für die Libelle schlagen wir für dieses Quadrat einmal 20 Luftmaschen an. So, das sind die 20 Maschen. Und dann folgt noch eine Wendemasche. Und jetzt, wie bei mir immer, einmal so ein bisschen drehen, dass man sozusagen den hinteren Teil der Masche hat oder den unteren Teil der Masche hat. Und dort auch nochmal eine Rückrunde mit festen Maschen. Also in jeden Hügel hier sozusagen eine feste Masche reinarbeiten. Das hier ist jetzt nur sozusagen eine Vorbereitung. Bei dem Tuch hatte ich das alles ja schon, also da hatte ich ja meine Stäbchen, und das hier ist jetzt nur einfach die Vorbereitung für das Muster der Libelle, damit man da gleich die Libelle drauf arbeiten kann. In dem Tuch wären das jetzt sozusagen die Stäbchen schon gewesen. Und da hätte man dann auch gleich schon anfangen können mit dem Muster der Libelle. Ja. Aber um es einfach mal ein bisschen besser zu zeigen, dachte ich, starte ich das Ganze so. So, das kringelt sich jetzt ein bisschen, aber das ist ganz normal. Das kommt auch darauf an, wie du häkelst, ob du eher festere Maschen häkelst, sozusagen von der Spannung des Fadens her, oder ob du eher lockerer häkelst. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch, auch wenn sich das kringelt, das gibt sich nachher. Das entspannt sich nachher. Weil nach der nach der Runde hier mit den festen Maschen kommt gleich nochmal eine Runde mit Stäbchen drüber. Ich dachte, die Runde mit den Stäbchen wollte ich drüber häkeln, damit du einfach siehst, wie das hier nachher im Tuch läuft. Weil das Tuch habe ich auch mit Stäbchen gehäkelt, und deswegen dachte ich, zeige ich dir das mit den Stäbchen einfach. Das hier war jetzt alles nur Vorbereitung. Das kann man sich jetzt sozusagen vorstellen als das Tuch.
Und jetzt arbeiten wir noch die Stäbchen drauf. Also das heißt 3 Luftmaschen nach oben. Das ersetzt unser erstes Stäbchen. Einmal wenden und dann in die nächste Masche ein Stäbchen häkeln. Und das häkle ich jetzt auch noch mal bis zum Ende, damit die Arbeit sich halt aufhört, sozusagen hier zu kringeln. Und danach starten wir oder starte ich mit dem Muster der Libelle. Das geht auch super einfach, das kriegt man auch überall eingearbeitet. Man kann nämlich die Libelle sich anpassen, wie man das haben möchte. Von der Spannweite der Flügel her zur Länge des Körpers. Das kann man alles so machen, wie man das möchte. So viele Maschen, wie man möchte, kann man da machen. Nur ich fand sie jetzt mit den, der Körper bei meiner Libelle besteht aus 4. Also aus 4 Reihen sozusagen. Und dann setzen die Flügel an. Das fand ich bei meinen ganz hübsch. Ich fand, das hat zu dem Tuch ganz gut gepasst. Ja. Deswegen. Und so zeige ich dir das jetzt auch. Also ich zeige dir, wie ich bei mir die Libelle gehäkelt habe. Also die Wolle ist ganz schön starr heute. Ich weiß nicht, ich hätte sie wahrscheinlich nicht so weit abrollen sollen. Das ist mir auch eine Lehre. Ja, ich habe hier eine 3,5er Nadel, mit der ich das häkel. Das Tuch habe ich auch. War entweder 3,5er oder ich glaube eine 3,5er war das auch, das Tuch. Hier jetzt die letzte Masche nicht vergessen. Da kommt auch noch das Stäbchen rein. Und das ist jetzt sozusagen einmal die Vorbereitungsrunde. So, und wenn das jetzt sozusagen unser Tuch wäre, würden wir jetzt einmal die 3 Luftmaschen nochmal machen, die Arbeit wenden. Und jetzt startet sozusagen die erste Runde für die Libelle. So. Das heißt, wir machen jetzt nochmal Stäbchen. Wir haben 20 Maschen. Und ich werde in der 10. Masche den Körper der Libelle starten. Das heißt, ich mache jetzt 9 Stäbchen. Das erste zählt mit. Und nach dem 9. kommt der Körper. Also wir haben 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und das 9. So. Und jetzt für den Anfang des Körpers wird eine Luftmasche gemacht. Und diese Masche hier wird übersprungen. Ich hole dich mal ein bisschen dichter. So. So, also die Luftmasche und diese Masche hier wird übersprungen. Und die folgende Masche kommt wieder ein Stäbchen. So. Und jetzt fülle ich das hier wieder auf, nur mit Stäbchen. Und wie gesagt, das hier habe ich jetzt sozusagen 4-mal gemacht. Ich zeige dir jetzt gleich noch die nächste Runde.
Denn dadurch, dass das ja sozusagen eine Runden sind, die immer hin und her laufen, also die immer ja, dadurch, dass wir die Arbeit wenden, sage ich es anders, ist es so, dass sich das hier ein bisschen verschiebt. Das ist aber, finde ich jetzt persönlich, nicht so schlimm. Ja, gibt Schlimmeres. Wenn du das jetzt nicht haben wolltest, dann müsste man im Quadrat arbeiten. Also jetzt bin ich am Ende von meiner Runde. Jetzt mache ich wieder meine 3 Luftmaschen für das erste Stäbchen und ich wende meine Arbeit. Und du siehst jetzt, dass die Maschen ja alle so ein bisschen nach rechts sozusagen laufen. Und jetzt setze ich aber meine Maschen wieder drüber und dadurch läuft das dann wieder ein bisschen anders. Es ist ein bisschen, ja, ich finde halt ein bisschen schräg. Aber das ist nicht schlimm. Also die 3 Luftmaschen und jetzt wieder bis hier vorne hin alles wieder Stäbchen. Ich finde, das fällt eigentlich auch nicht auf, dass man da so dann läuft. Ja, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem. Ja, also hier nochmal alles in die Masche, in jede Masche ein Stäbchen. Hier jetzt auch. Den hier darf man nicht vergessen. Also ein Stäbchen. So, und jetzt bin ich ja hier bei meiner Luftmasche und dort kommt auch nochmal eine Luftmasche drüber. Und ich arbeite hier in die nächste Masche wieder mein Stäbchen, wie gewohnt. So, und jetzt fülle ich auch wieder auf bis hinten hin zu meinem Ende. Und das Ganze habe ich, Moment, ich mache kurz hier noch ein paar Maschen. So, siehst du, und das hier ist jetzt halt ein bisschen größer wie das, aber das gibt sich nachher alles wieder. Und dieses Muster mit der einen Luftmasche habe ich ganze 4 Mal gemacht. Also in meinem Tuch habe ich das Ganze 4 Mal gemacht. Also 1, 2, 3, 4. Ja, und dann erst mit den Flügelchen gestartet. Genau. Und das mache ich jetzt noch fertig. Also ich mache jetzt bis zu sagen hier diese Reihe, bis wir zu den Flügelchen kommen. Und dann zeige ich dir, wie wir die Flügelchen darin einarbeiten. So, ich habe das Ganze jetzt 4 Mal gemacht. Und hier siehst du es auch so, also ganz, ganz leicht, dass es so ein bisschen ein bisschen schräg verläuft. Aber das ist halt, weil die Arbeit gewendet wird und nicht in Runden gehäkelt wird. Oder ja, doch Runden. So, also und jetzt kämen bei mir die Flügelchen. Das heißt, ich gehe mit meinen 3 Luftmaschen nach oben, wende meine Arbeit und arbeite in die folgende Masche ein Stäbchen und nochmal ein Stäbchen, so dass ich 3 Stäbchen am Anfang habe. Das wäre aber jetzt sozusagen noch der Verlauf von deinem Tuch, wenn du das in ein Tuch einarbeiten möchtest. Und jetzt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stäbchen werden bei mir sozusagen die Flügelchen. Ich fasse jetzt als erstes die kommende und die darauffolgende Masche fasse ich zusammen. Also die und diese fasse ich zusammen in eine, damit das so eine leichte Schräge im Flügel ergibt einfach. So, und jetzt mache ich 12 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 und 12. So, und jetzt gehe ich wieder hin, schaue, ich habe hier ja 1, 2, 3, 4 Maschen bis zum Körper und diese 4 überspringe ich jetzt hier auch, also 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier ist 5 und 6 und diese beiden Maschen, also die 5 und die 6, fasse ich wieder zusammen. So, also noch einmal. Hier sind es 4 bis zum Körper und hier nehme ich 4 und die Masche 5 und 6 fasse ich zusammen. Das heißt, ich mache jetzt hier einen Umschlag auf meine Nadel und steche in die 5. Masche ein von meiner Luftmasche aus, hole den Faden, Masche halb ab, hole nochmal den Faden, steche in die 6. ein und Masche halb ab und dann einmal zusammen. Ja? So, und dadurch kommt so eine leichte Schräge auch in den Flügel dann rein. So, und hier den Rest fülle ich jetzt noch einmal auf mit Stäbchen und wende dann gleich die Arbeit. So, also hier fülle ich jetzt auf mit Stäbchen. 1, 2, 3 und der 4., weil wir 20 Maschen haben, ist das halt nicht gerade, dann hättest du nur 19 nehmen müssen. Aber ich habe mich für 20 entschieden, weil ja, die Zahl hat mir einfach besser gefallen. 1, 2, 3 Wendeluftmaschen. Ich wende die Arbeit und arbeite jetzt hier nochmal in jede Masche bis zur Luftmaschenkette ein Stäbchen rein. So, jetzt sind wir sozusagen bei dem zweiten Flügel. Also hier bei dem oberen Flügel und hier arbeiten wir jetzt auch 6 Luftmaschen, dann eine feste Masche und nochmal 6 Luftmaschen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und jetzt wird eine feste Masche komplett einfach drüber gehäkelt, einmal über unsere Luftmaschenkette und hier um das. Das heißt, ich steche jetzt hier ein und hole den Faden und mache eine feste Masche. So. Ich ziehe mir das immer noch mal so ein bisschen fest, damit das einfach ein bisschen besser liegt alles. Und jetzt folgen noch einmal die 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Und jetzt folgt das Stäbchen in die nächste Masche. Und es wird wieder aufgefüllt bis hinten hin mit Stäbchen. So. Und so hat man jetzt schon mal den Körper und die Flügel der Libelle. Nochmal 3 Luftmaschen, die Arbeit wenden und wieder in jede Masche bis hier zum Start der Luftmaschenkette in jede Masche ein Stäbchen. Na, mein Garn ist fast aufgebraucht. So. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das mit dem Weiß hier so gut sieht,
Aber ich dachte, das sieht man vielleicht ein bisschen besser wie mit einem dunklen Garn. Da kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich da vielleicht die Farbe wechseln soll oder den Hintergrund vielleicht anders machen soll. Denn ja, da kann ich ja nur lernen, wenn ihr mir oder du mir Feedback gibst. So, jetzt habe ich ja die Flügel, mir fehlt hier nur noch der Kopf von der Libelle. Jetzt arbeite ich hier um die Luftmaschenkette herum einmal 6 Stäbchen. Also ich habe die einfach drumherum gesetzt, damit die sich halt nachher einfach so schöner legen können. Einfach 6 Stäbchen drumherum. Hoch. 3, 4, 5 und das 6. So, und jetzt folgt ja der Kopf der Libelle. Das heißt, nochmal eine Luftmasche. Und jetzt wird hier um die anderen 6 Luftmaschen auch nochmal 6 Stäbchen gehäkelt. 2, 3, 4, 5 und die 6. So, und dann hier wieder ein Stäbchen in jede Masche. Und dann ist die kleine Libelle hier sozusagen schon fertig. Ich setze jetzt gerade hier oben noch mal eine Reihe drüber mit Stäbchen, denn dann kann man das alles ein bisschen besser sehen. 3 Luftmaschen wenden und in jede Masche ein Stäbchen. Weil wenn man dann noch mal was drüber macht, also eine Reihe drüber häkelt, dann ziehen sich hier die Maschen an den Flügeln auch immer ein bisschen besser wieder in Reihe sozusagen. Also das habe ich auch bei meinem Tuch gemacht. Ich habe dann immer noch, wenn eine Libelle halt fertig war, dann eine Reihe normale Stäbchen drüber gehäkelt, bevor ich die nächste angefangen habe. Außer bei der allerletzten, da habe ich das mit dem anderen zusammenlaufen lassen. So, und hier bei dem Kopf, hier ist noch ein Stäbchen und beim Kopf habe ich einfach die drumherum gemacht. Da könntest du auch in die Masche einstechen, wenn du das schöner findest. Das ist gar kein Problem. Das kann man natürlich auch machen. Das kannst du auch übrigens dann hier bei den Flügelchen machen, wenn du das lieber möchtest. Und wie gesagt, du kannst die Flügel und den Körper auch so lang und groß häkeln, wie du möchtest. Du musst es halt nur irgendwie beibehalten. Oder du machst halt größere und kleinere Libellen. Dann kann man das natürlich alles variieren. Ja, das ist nichts Festgeschriebenes. Das ist, wie es dir am besten gefällt. Das ist genauso, wie ich jetzt hier 20 Luftmaschen oder 20 Maschen angeschlagen habe. Anstatt 19. Mit 19 wäre jetzt alles symmetrisch sozusagen. Aber irgendwie wollte ich halt 20 Maschen haben. Fertig. Ja. So. Und das ist jetzt sozusagen die fertige Libelle. Ja. Also wirklich schön leicht und einfach. Jetzt nichts, was gravierend ist oder sowas, sondern das kann man einfach dann einhäkeln. Wie gesagt, ich habe es hier in meinem Tuch einfach reingehäkelt. Ich habe vorne gestartet. Ich zeige es dir gerade noch mal.
Ich habe hier ganz normal gestartet mit dem Muster und hier war es mir dann irgendwann einfach ein bisschen zu nackig. Und dann habe ich einfach mit der Libelle gestartet. Hier ein bisschen unglücklich, ja, weil ich es direkt da angesetzt habe und vorher nicht gezählt habe. Also wenn du das machen solltest, lass dann hier ruhig 6 Stäbchen frei, ja, damit das so hingeht. Anders ist es direkt am Tuch sozusagen oder am anderen Muster dran. Ja, oder hier zum Beispiel. Ja. Und dann habe ich die Libelle nachher einfach nur noch versetzt zu der anderen gehäkelt. Außer hier bei dieser, da bin ich halt hingegangen und habe sie, wie ich mit hier der am Flügel war, direkt angesetzt, weil mir das hier dann ja auch ein bisschen zu nackig war. Ich hätte das hier schon vorher machen können, aber da kam ich nicht auf die Idee. Da wollte ich es noch symmetrisch haben und deswegen ist die jetzt so damit reingewandert. Genau. Ja, und das kannst du halt überall mit einbauen. Wenn du bedenkst, dass halt die Flügel 6 Maschen haben, also 12, und die 7. dann hier in der Mitte ist, sozusagen, dann ist das ja relativ einfach irgendwo mit einzubinden. Ja, ich hoffe, dir hat dieses kleine Video gefallen und ich hoffe, es ist so in Ordnung mit der Erklärung. Wie gesagt, wenn das mit dem Garn hier nicht so gut zu sehen ist, ja, sag einfach Bescheid. Dann probiere ich das natürlich noch zu ändern und anzupassen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, es hat dir gefallen. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne. Ich probiere natürlich zu helfen, wenn ich helfen kann. Und dann würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Dienstags kommt immer ein Video zum Diamond Painting und samstags immer ein Video zu meinen Häkelarbeiten. Und da kannst du samstags sozusagen die Entstehung zum Beispiel von dem Tuch mitverfolgen. Genau. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Lass mir gerne ein Däumchen nach oben da. Das würde mich mega freuen und auch gerne einen Kommentar, wenn du möchtest. In diesem Sinne, habt noch einen wunderschönen Tag. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Tschüss.